Sollen mehr Mobs im Hernes-Dungeon sein. Also hier sieht alles 1:1 unverändert aus. Haben sie gesagt, wie viel mehr? Viel mehr, wenig mehr, bisschen mehr, Kakapopo Pipi mehr oder einfach nur mehr? Und genau eins mehr. We added one more monster to the Herneos dungeon, which should make leveling there easier. Yeah. Also literally bis jetzt absolut unverändert gefühlt. Ich habe die Viecher jetzt nie gezählt, aber wenn es wirklich mehr wären, würde einem das wohl relativ schnell auffallen. Also ich meine, in diesen Zwischengängen, okay, ist ja Wurst. Man braucht halt ab und zu einfach so einen guten Spawn. Das hier war für mich eigentlich der beste von den Captain Dreadfin bis jetzt. Der bei dieser goldenen Schatzkiste. Bei den Dreadscale habe ich auch einen Spot, der für mich am besten funktioniert. Und bei den Lumenfin sind es eigentlich die Captains, wo man am besten leveln kann. Und glücklicherweise werde ich alle 3 Spots abchecken. Wenn an allen 3 Spots keine merkbare Veränderung da ist, dann wüsst ihr nicht, was sie da groß geändert haben sollten. Weil, ich meine, klar, wenn sie schlechte Spots verbessert haben, an denen sowieso keiner gelevelt hat, okay. Aber dann sind die jetzt wahrscheinlich maximal genauso gut wie die Spots, die halt gut waren. Aber man bräuchte halt eigentlich ein paar Spots, die sehr gut sind. Wenn du hier wirklich leveln willst. Also mein erstes Fazit war, beim Leveln habe ich ja extra gemacht. Ich habe ja einen Tag mir die Zeit genommen, hier 2 Stunden gelevelt. Dann einen Tag, na gut, okay, ich bin jetzt jeden Tag in Envy-Deaths gewesen, aber einen Tag mal wirklich auf XP geachtet in Envy-Deaths. Und einen Tag bei Captain Kraken, also habe ich alle 3 Alternativen miteinander verglichen. Und Captain Kraken war XP-technisch mit Abstand die beste Alternative. Was halt einfach daran liegt, dass du halt gefühlt unendlich Monster töten kannst in einer Stunde. Mit genug Killtime kannst du da halt wahrscheinlich 3.500 Mobs töten. Und da kann halt ein Envy-Deaths nicht mithalten. Und da kann halt ein, also zumindest Envy-Deaths Hit and Run kann da nicht mithalten. Und dieser Dungeon hier, dieser Firlefanz hier, kann da erst richtig mithalten. Weil du hier, keine Ahnung, was kannst du hier wirklich töten? Keine Ahnung, was, also wenn ich jetzt hier wirklich alles gebe, na gut, alles geben klingt immer so tryhard, aber weiß ich nicht, also vom Gefühl her würde ich sagen, ich töte hier keine 2000 Mobs die Stunde. Bloß die Killtime ist beschissen, weil du kein Monster-Achievement hast. Und dann ist es halt egal, dass die Kraken ein XP, Debuff sozusagen haben oder eine XP-Penalty, weil du höher bist im Level. Weil es auch nicht so schlimm ist. Ein Level höher ist ja nicht so schlimm. Es sind, glaube ich, 10% weniger XP. Also ist jetzt auch kein Weltuntergang. Und lohnt sich halt immer noch mehr, wenn du einfach 3.500 Stück tötest, versus halt hier keine 2000 oder so. Aber es gibt jetzt Monster-Achievements hier drin. Echt? Okay. Uff. Naja, wahrscheinlich genauso viel wie bei Kraken, oder? 18.000 sind das, glaube ich. Let me check that. Oh. Erstmal von Lifestyle auf Normal gehen. Du musst auf Monster, du Dulli. 800 für Stufe 1. Ich glaube, das ist das gleiche wie auf Coral Island. Ich kann es leider nicht mehr nachvollziehen, weil ich... Ah, nee, ich kann auf einen anderen Chart gucken. Warte mal.
Ich glaube 800 ist das gleiche. Also Stufe 1 müsste gleich sein. Hold up. Yes. Also Stufe 1 wäre schon mal gleich. Ja. Gehen wir davon aus. Na gut, wobei es ja scheißegal ist, sag ich mal. Ob es jetzt 18.000 sind, selbst wenn es 25.000 sind. Na gut, dann haben sie das auch ausgeglichen. Reicht aber trotzdem nicht. Also ist auf jeden Fall ein faires Argument, aber das Problem ist ja eigentlich hier, das, was ich gerade schon gesagt habe, mit den, keine Ahnung, gefühlt 2000 Monstern die Stunde versus bei Kraken mit einem guten Killspeed locker 3.500. Es ist ja gar nicht, das Problem ist ja gar nicht wirklich der Damage. Also es ist ein Problem sicherlich. Also es ist eine Sache, die nervig ist. Sonst hätte ich es nicht gesagt. Aber selbst wenn du das jetzt umgehst, weil du das auch erstmal Level 5 erreichen musst, gut, bei 18.000 Monster töten ist jetzt auch nicht so ultra schwierig. Du musst dann einfach jeden Tag leveln, grinden. Dann hast du es schon. Aber das Problem ist ja auch zudem noch trotzdem, dass wenn die Mobdichte nicht signifikant höher ist, ist es ja auch wieder egal, wie schnell du sie tötest. Weil du verbesserst ja dadurch nicht die Respawn-Zeit. Also es ist echt schwer für mich zu sagen, ob es jetzt hier mehr Mobs sind. Wenn es jetzt 2, 3 mehr sind, keine Ahnung. Das fällt einem jetzt gleich nicht so auf. Es sind auf jeden Fall nicht wesentlich mehr. Also wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, hier sind so 5 Mobs mehr. Also gefühlt würde ich sagen keins, aber I don't know. Wenn ich raten müsste, wenn das hier eine Game Show wäre, würde ich sagen, sie haben 5 Mobs hinzugefügt an diesem Spot. I don't know. Schauen, wie es am nächsten Spot aussieht. Mal noch kurz Party Level 20 vielleicht. Also, woran man es, by the way, auch merkt, also daran merkt man es eigentlich am heftigsten, weil jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, subjektiv ist ja alles schön und gut, aber das sind halt alles keine so wirklichen Dinger. Und ich meine, die Monster 10, das werde ich ganz sicher nicht machen, ich bin nicht bescheuert. Hier 1 Stunde leveln und dabei jedes Monster töten, habe ich wirklich Besseres zu tun. Aber, als ich bei Kraken gelevelt habe, 1 Stunde hatte ich Party Level 70 oder 75. Und wenn ich hier 1 Stunde im Dungeon verbringe, ist meine Party nicht mal Level 60. Und das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das sind schon Hunderte, wenn nicht sogar knapp 1000 Monster mehr, die du tötest einfach. Das ist geisteskrank. Also am Party-Level merkst du es auch richtig pervers. Open World versus hier im Dungeon. Also gut, Dungeon ist ja auch Open World, aber halt Open World Dungeon. Also ich habe zum Beispiel jeden Tag das Problem, dass mir bei den Tower Dailies quasi die Partypunkte ausgehen. Und eben als ich bei Captain Kraken 1 Stunde gelevelt hatte, hatte ich so viele Partypunkte, dass sie nicht ansatzweise leer waren am Ende. Kann ich komplett Tower Dailies mitmachen und hatte am Ende nur noch 200 Partypunkte oder so. Und hier habe ich jeden Tag 0. Und bei den letzten Tower Dailies kann ich nicht mal mehr Skills aktivieren, weil meine Party literally empty ist. Das ist halt der Unterschied. Also daran merkt man es auch nochmal. Sehr krass. Und ja gut, sehe ich ja heute, ob das jetzt heute wieder so ist. Aber bis jetzt macht es nicht den Eindruck, als hätte sich groß was geändert. Also das Problem ist halt, für einen 1v1-Charakter, glaube ich, passt die Mob-Dichte. Also hier, ich weiß nicht, wie viele Monster sind das, wenn alle da sind, vielleicht knapp 40 oder so. Ich meine, du müsstest als 1v1 schon eine geistesgestörte Killtime haben, um 40 Mobs so schnell zu killen, weil du sie halt nicht zeitgleich tötest, bis sie halt respawnen. Weil wenn du 20 tötest, selbst mit einer richtig geilen Killtime, vergehen ja mindestens 20 Sekunden. Aber wenn ich 20 töte, also ich muss sie erst pullen, dann töte ich sie. Und wenn ich dann 20 Sekunden totschlagen muss, aber es sind ja schon alle Monster tot, dann kann ich ja nichts mehr machen. Aber der 1v1-Charakter, der hat ja dieses Problem eigentlich nicht, weil er nicht alle zeitgleich tötet und dann vermutlich eigentlich immer so ein bisschen die Zeit überbrückt, bis die nächste Fuhre respawnt. Also ich denke, als 1v1 hast du weniger Probleme tatsächlich in einem Dungeon zu leveln. Ich glaube, das ist mehr so ein AOE-Problem tatsächlich.
Wundert mich dass sie so schnell darauf reagiert haben, ehrlich gesagt. Also das Auela wird es wahrscheinlich so sein, Full Power-Up zusammen mit einem RM, Face Tank, Envy Deft oder halt Cursed Dungeons. Muss man halt aber All-In gehen, sonst lohnt sich's nicht. Und Face Tank, Hit and Run bringt XP-technisch nicht viel. Das weiß ich aus Erfahrung. Und hier im Dungeon ist es halt egal, letztendlich, ob du Hit and Run Face Tank machst. Das Problem bleibt das gleiche. Du musst auf den Respawn warten, wenn du zu schnell bist. Also bringt es dir gar nichts, wenn du zu viel Damage machst, wenn du zu krass unterwegs bist als AoE. Höchstens als 1v1. Da könnte es funktionieren, egal wie krass dein Damage ist. Aber haben sie für die Giants dann auch Titel hinzugefügt? Weil die habe ich jetzt nicht gesehen, ne? Ne, die Giants haben sie nicht hinzugefügt. Das ist ja auch weird. Ach so, oder? Zählen die... Ja, wobei der Giant... Der zählt zu den Dreadscales, ne? Der eine. Und der andere vielleicht zu den Lumenfin? Aber das ist ja eigentlich kein Lumenfin. Ah, ne, zählt nicht dazu tatsächlich. Captain Dreadscale, Dreadscale. Lumenfin, Captain Lumenfin. Ne, zählen nicht dazu. Und bei dem Vieh wahrscheinlich auch nicht, ne. Ah, okay. Das ist auch weird. Giants außen vor gelassen.